Wir befinden uns im Jahr 2026. Die PDC hat beschlossen, einen neuen Wettbewerb einzuführen. Die Premier League rentiert sich für den Verband nicht mehr, da aufgrund des neuen Modus der Spannungsfaktor leiden muss und die Zuschauerquoten nach unten gingen. Deshalb soll die Premier League of Darts eingestellt werden. Dafür soll es zukünftig wie beim Fußball eine Champions League geben. Doch wie sieht dieses Turnier aus? Ist das Turnier eine Bereicherung für den Dartsport oder nichts weiter als eine unsinnige Idee? Am Ende des Videos werdet ihr wissen, warum die Champions League die ideale Alternative zur Premier League sein könnte. Wichtig zu erwähnen, es handelt sich nur um ein Gedankenexperiment, in dem wir Was-wäre-wenn-Szenarien durchdenken. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert gerne den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Die UEFA Champions League ist der größte Wettbewerb im europäischen Clubfußball. Die besten Teams Europas treten gegeneinander an und versuchen in diesem prestigeträchtigen Turnier zu überzeugen. Im Darts gab es bereits von 2016 bis 2019 eine Champions League. In dem Turnier waren die Top 8 der Welt gesetzt und spielten in 2 Gruppen die Halbfinalisten aus. Im Halbfinale trafen dann die Gruppenersten auf die Gruppenzweiten der anderen Gruppe. 2020 wurde das Turnier aufgrund des Coronavirus aus dem Kalender gestrichen und kehrte danach nicht wieder zurück. Diese Champions League wurde vor allem durch die Fans nie richtig angenommen und hatte oft ein Freundschaftsspielgefühl vermittelt. Damit das bei unserer Champions League nicht passiert, orientieren wir uns an der UEFA Champions League im Fußball. Doch wie sähe diese Champions League aus? Das Turnier wird in einem Gruppenformat ausgetragen. 32 Spieler treten in 8 Gruppen à 4 Mannschaften an. Um die Gruppen zuzulosen, gibt es wie beim Fußball verschiedene Lostöpfe. In Top 1 befinden sich die Top 8 der Welt. Für Top 2 qualifizieren sich die Sieger der wichtigsten Major-Turniere des letzten Jahres, vorausgesetzt, sie sind nicht in den Top 8 der Order of Merit. Die Verlierer dieser Major-Finals haben einen Platz im Top 3 sicher. Die besten 2 Spieler der Challenge Tour, der Development Tour und der Women's Series qualifizieren sich für den 4. Topf, damit auch Spieler anderer Klassen die Möglichkeit an einer Teilnahme haben. Die restlichen 2 Plätze werden über einen Qualifier ausgespielt, an dem alle Tourcard-Holder teilnehmen können. Gespielt wird am Mittwoch und Donnerstag, da insgesamt bei 32 Spielern pro Spieltag 16 Spiele ausgetragen werden müssen. Das bedeutet eine Gesamtanzahl von 8 Spielen pro Abend. In der Gruppenphase gilt das Format Best of 9. Es gibt eine Hinrunde und eine Rückrunde, damit muss jeder Spieler 6 Spieltage in der Gruppenphase bestreiten. Die ersten beiden Spieler der Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, welches nach Beendigung der Gruppenphase ausgelost wird. Unter den letzten 16 erhöht sich die Distanz auf Best of 11. Am Mittwoch wird das Hinspiel gespielt, in dem Spieler A Anwurf hat, und am Donnerstag findet das Rückspiel statt, in dem Spieler B das Spiel beginnen darf. Entscheidend über das Weiterkommen ist die Leckdifferenz in beiden Spielen. Hat kein Spieler eine bessere Leckdifferenz, dann geht es in die Verlängerung, in der ein Best of 5 gespielt wird. Der Sieger kommt eine Runde weiter. Das Prinzip ändert sich bis zum Finale nicht, lediglich die Distanz wird pro Runde erhöht. So spielt man im Viertelfinale Best of 13 Legs und in einem Halbfinalspiel benötigt man 10 Legs, um zu gewinnen. Im Finale wird dann nur ein entscheidendes Spiel von First to 16 gespielt. Was wären die Vorteile des Turniers? Die aktuelle Premier League-Saison dauert 17 Wochen. In der Champions League wird nur 10 Wochen gespielt. Das sorgt für eine extreme Entlastung der Spieler in dem vollen Terminkalender. Hinzu kommt, dass in der Champions League wöchentlich andere Spiele zu sehen sind und nicht wie in der Premier League mehrmals die gleichen Begegnungen stattfinden. Durch die Hin- und Rückspielregel kämpft zudem jeder Spieler bis zum Schluss, da, anders als in der Premier League, jedes Spiel entscheidend sein kann. Außerdem können die Zuschauer sich auf Spieler freuen, die sie sonst nicht so oft zu Gesicht bekommen. Betrachtet man das Turnier aus Sicht der PDC, kommt man zu dem Schluss, dass auch sie profitieren. Die geringe Distanz und die weniger gespielten Matches pro Spieler fördert das generelle Leistungsniveau und finanziell lohnt sich die Champions League für die PDC auch, da anstatt der jetzigen 17 Spieltage insgesamt 18 Champions League Abende abgehalten werden. Kritisch werden die strukturellen Möglichkeiten für die Spieler. Mittlerweile werden alle Pro-Tour-Events unter der Woche gespielt. Wie soll es dann für die Spieler möglich sein, innerhalb wenigen Tagen an mehreren Orten zu spielen? Um dieses Problem zu beheben, müssten die Pro-Tour-Turniere am gleichen Ort stattfinden wie der jeweilige Champions League-Abend. Was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr lieber die Champions League gucken oder ist euch die Premier League dann doch wesentlich lieber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da und kommentiert, welches Szenario wir als nächstes durchspielen sollen. Hier kommt ihr zu einem Video über die 3 dümmsten Aktionen der Darts-Geschichte. Vielen Dank fürs Zugucken und good Darts!